Mein Name ist Oki und ich bin mit meiner Tochter Enke zusammen in Paraguay, in El Paraíso Verde gekommen und jetzt gerade sitze ich mich in Stadt Cazapá, ähm, 15 Kilometer entfernt von El Paraíso Verde und warte. Ich war auf der Suche nach Auswandermöglichkeiten und auch die Länder, die mir in Frage gekommen waren. Einer von denen war Paraguay. Und da habe ich diese Siedlung, die neu entstandene Siedlung El Paraíso Verde gefunden. Und da auf ihrem YouTube-Kanal habe ich lauter schöne Bilder mit netten Menschen erstmal gesehen und hatte einen Eindruck, das könnte mir für meine Lebenseinstellung passen. Als erstes fand ich gut, dass die ungeimpfte Leute oder keinen Impfzwang und so Sachen oder Impfzwang auf die Kinder gab und so Sachen hat mir schon gefallen, weil ich hatte in Europa mit Ärzten wegen dem Kinderimpfung Ärger gehabt und auch Corona-Zeiten war ich praktisch über ein Jahr zu Hause gesperrt, weil ich nicht geimpft, getestet bin und so weiter. Ähm, für den Anfang wegen den Impfungen oder ungeimpfte Leute hat mir sehr gefallen. Das war schon cool, also das unter Gleichgesinnten sozusagen. Ne? Ja, der Punkt war, wo ich ein bisschen angefangen habe, so ein bisschen deutlicher zu sehen, so einen Wendepunkt gab es dann irgendwann, als ich Leute, die kaum zu diesem konzentrierten Gebiet Pirataua nicht kommen, sondern außerhalb in Siedlungen wohnen. Ich habe angefangen, mit den Menschen kennenzulernen und habe ich gemerkt, dass manche Leute wohl ja, negativ sind und nicht erwünscht oder nicht da gerne da aufhalten sollen. Und so ähnliche Situationen habe ich mitbekommen, dass ja, unter den Siedlern irgendwie so eine gewisse Anspannung herrscht. Also es gibt wohl ganz gewisse Leute, die einfach in dem alltäglichen Leben mit dabei waren. Ich habe dann entdeckt sie. Dann habe ich dann genau auf die Menschen genauer betrachtet, was los ist. Das war der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, warum sind die Menschen jetzt ja, nicht willkommen? Der Punkt, wo ich dann gedacht habe, dass irgendwie so ein anderer Themen oder anderer so ein bisschen Anspannung gibt, habe ich das gemerkt und es ist wohl an einem Abend mir ganz klar passiert, also während meiner Anwesenheit. Irgendwann im Anfang November gab es ein Siedlertreffen und wo der Erwin öffentlich verkündet hat, dass der Präsident Juan Buca Siedler die Gelder und die ganzen Sparte unterschlagen hat. Das hat er dann öffentlich gesagt vor den Siedlern. Das war der Grund, wo ganz viele Siedler aufgeregt haben und alle haben sich sehr aufgeregt und darunter auch meine Freundin Ivona haben auch sehr aufgeregt, weil die haben ihr Geld irgendwie über 100.000 Euro kurz vor dem Ankündigung noch eingezahlt haben. Und daraufhin wurden sie halt sehr wütend, weil die gehen davon aus, dass diese Nachricht wohl irgendwie schon ihnen vorher schon bewusst war und trotzdem sie hier gelockt haben sollte. So war ihre Anschuldigung und sie hat sich aufgeregt und darüber geredet. Und das wurde den manchen Siedlern nicht gefallen und die haben dann die Bewohner versucht ruhig zu stellen. Sie haben sich in Gruppen gebildet und bei ihr Besuch gekommen und sie soll sich benehmen und wie sie sich benehmen soll, vor allem vor 9 Infowoche Siedlern, soll sie überhaupt nicht nahe kommen und so Sachen haben sie angekündigt und daraufhin wollte Ivona hat sich sehr geärgert, dass dieser Vorfall, dass sie den Mund tot machen will, diese Versuchung hat sich sehr gewehrt und ja,
an dem Abend, 28. November, wo Rainer Geburtstag hatte, war einige Siedler, die dieses Negativität von ihr unterstellt haben, waren im Anwesen, ist sie dann zu ihr gekommen und zur Rede gestellt. Ja, das haben sie dann als Beleidigung und Körperverletzung deklariert, obwohl es nichts war. Ich war als Zeuge da, auch im Prozess nach folgenden Tagen. Und ja, und das war so ein Fall im Bambambo, dass sie dann diese Leute zur Rede gestellt haben. Und ja, daraufhin gab es einen Prozess. Das hieß Kondominiumsvertrag, Verletzung, Ausschluss des Siedlers wegen Körperverletzung. So, ich war dann als Zeuge, weil ich nur in einem Meter von den Diskussionen noch stand und alles mitbekommen habe. Und dann war ich noch in diesem Siedlergerichtsprozess, sage ich mal, wie als Zeuge vorgeführt worden. Meine Tochter war auch dabei, weil ich mit meiner Tochter dabei war. Und haben sie mich dann gefragt, was es war und was es nicht war. Und ich habe alles erzählt, was ich dann gesehen habe. Und ja, die haben also den Ivona halt ausschließen wollen und mit meinen Zeugenaussage konnten sie dann nicht mehr, weil ich dann klar ausgesagt habe. Das war der Zwischenfall, wo ich gedacht habe, es gibt ja wirklich, ja, es läuft wirklich irgendwie Sachen, die nicht angemessen sind. Die war, für mich ist irgendwie total, ja, ich war schockiert, muss ich sagen, schon schockiert wie diesen Prozess und alles und diesen Verleumdung, muss ich sagen. Gegen Ivona gab es noch einen zweiten Prozess. Zweites Mal sollte sie aus der Siedlung ausgeschlossen werden. Grund dafür ist die Infowoche im Januar. Da haben wohl viele Investoren ihre Kaufinteresse zurückgezogen und dann haben sie im Siedlerchat erstmal auf den Schuld, warum die Leute nicht investiert haben, auf die Siedler geschoben. Die waren negativ, habt ihr den Leuten was Falsches erzählt und so weiter. Es gab öffentliche Beschuldigungen im Siedlerchat. Daraufhin bin ich auf den Siedlerchat rausgekommen und eskaliert wurde also dieses zweite Ausschlussverfahren gegen Ivona wegen einer Familie, die aus Bulgarien kam. Diese Familie wollte ein Grundstück kaufen, aber die haben nach der Infowoche etwas Zeit verbracht und dann doch anschließend haben sie ihre Interesse wieder zurückgezogen. Und das wäre dann Ivonas Schuld gewesen. Haben sie so irgendeinen Grund ausgesucht und die Familie habe ich auch kennengelernt. Die wollten mit mir Kontakt ausgetauscht, die wollten Freunde sein. So hatte ich den Kontakt und musste ich die Familie kontaktieren, ob das wirklich so war. Und so, die Familie hat sich dann gegenüber mir geäußert persönlich, dass es nicht der Fall war, ihre Gründe, warum sie von EPV weggegangen sind, nicht wegen irgendwelchen Siedler, sondern einfach den Zustand dieses Siedlung und die Wege und die Baustopp und alles haben sie irgendwie bemerkt und haben sie mir so deklariert. Also ihre Anschuldigungen waren komplett falsch. So, das habe ich in einem Siedlertreffen um den Ivona Nachricht zukommen lassen, dass die Familie, also ihre Beschuldigung komplett falsch ist. So, das ist der Grund, warum ich hier in diesem Fall Ivona involviert bin, dass ich diese Beschuldigung gegen Ivona widerlegt habe. Mit Hilfe dieser Familie. Die haben mir schriftlich zugeschickt, dass ihre Namen wohl für die Zwecke irgendwelchen Absichten benutzt werden und haben sie ganz klar gesagt, diese sollen das, also die Leitung von der EPV sollen das unterlassen. Wir haben ganz andere Gründe gehabt, das zu verlassen. Die ganzen Beschuldigungen und
bei Ivona und diesem Ausschlussverfahren hat bei Ivona so einen psychischen Druck und gesundheitliche Folgen gehabt. Ich habe da live miterlebt, dass es ihr sehr schlecht ging. Puls über 200 gehabt und eine Woche lang einfach flach gelegen, ohne irgendetwas fähig war. Das hat mich sehr schockiert, dass dieser Person andauernd, ununterbrochen einfach psychisch irgendwie unter Druck gesetzt wird. Das war die Folgen, dass ich was ausgesagt habe. Und ich habe den in Siedlerforum, also nicht in Siedlerstadt, in dem Forum, wo die Menschen ihre Weltansichten, was auch immer, über alles diskutieren wollten, habe ich einen Beitrag von einem Geistheiler gesendet. An dem Tag habe ich den für mich einfach in meinem Abonnement bekommen und habe ich gedacht, das ist genau passend für die Ivonas Fall, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, diese Frau wird gejagt, irgendwie wollen sie rausholen von den Siedlungen, rausdrängen und habe ich dann gepostet, Leute, das darf nicht passieren, das geht nicht. Ich habe so einen Post verfasst, dass es nicht in Ordnung ist. Dass es wie eine Menschenjagd aussieht, für mich persönlich. Das ist irgendwie, erinnert mich wie Geschichten von Hexenjagd im Mittelalter. So, das war mein Eindruck. Das war entsetzlich für mich. Daraufhin habe ich in dem Forum, wo die Leute ihre freie Meinung äußern, habe ich das gepostet. Also als Konsequenzen habe ich sofortige Mietkündigung. Und am 7. Februar haben sie mir meine sofortige Kündigung schriftlich angekündigt und ich muss die Gelände von EPV in wenigen Stunden komplett verlassen. Aber diesen Schreiben habe ich beim Ausgang zu Gazapa einkaufen auf dem Weg bekommen und durfte wieder nicht mehr raus. So, ich bin ausgesperrt worden. Wir haben mich rausgeworfen und meine Freunde, die mich nach Gazapa gefahren haben, die kamen später dann zum Siedlung zurück und ich musste hier in Gazapa bleiben im Hotel, weil sie mich nicht reingelassen haben. Für mich ein abschließender Fazit ist, ich komme von hier, um etwas ein freizügiges Leben zu mir ermöglichen gekommen. Und ich habe gleichgesinnte Menschen gesucht. Ich habe mich in Corona-Zeit in Europa etwas verdrängt gefühlt. Und ich fand mir vor, das Gleiche, wie ich da in Europa erlebt habe, das gleiche Verhältnis. Und man darf überhaupt nicht freie Meinung äußern. Man wird ständig beobachtet, habe ich gefühlt. Also sitzt dich neben jemand da und dann nimmt dich auf. Oder wenn du rausfährst, die wissen dann ganz genau Bescheid irgendwie. Ja, mein Eindruck ist einfach so, alles und jeden überwacht worden. Ist so. Ich möchte zum Schluss sagen, dass die ursprüngliche Idee von EPV, die ich von Deutschland mit in der Tasche hatte, so will ich leben, das hat sich eigentlich nicht geändert. Viele Menschen sind so nett und lieb dort und die Siedlung und alles ist, ich habe eigentlich nichts dagegen. Das ist auch ein schöner Ort, aber wie die Prozesse und Vorgänge läuft und wie der Siedlerrat und die Siedlerverfahren, Siedlergericht, alles in einem immer dieselben Menschen ausmacht, die ohne irgendwelchen Zustimmung von den Siedlern irgendwelchen Entscheidungen für die Menschen getroffen wird, das hat mich entsetzt. Ich wollte nur ausdrücklich sagen, diesen Prozess, diesen Struktur, die da irgendwie entstanden ist,
Das wollte ich klarstellen, dass mir nicht passt. Für die ganzen Zustand von diesem Siedlern ist für mich verantwortlich, wer gerade leitet. Einfach der Kopf dieser ganzen Leitung. Von denen kommt ja die Idee, was getätigt werden soll und was nicht. Es ist ja, die Zustimmung von Siedlern werden ja überhaupt nicht gefragt. Alles wird entschieden immer von dieser und denselben Personen. Ich habe jetzt eine zweijährige Visum vom Land Paraguay bekommen und ich werde jetzt irgendwo im Paraguay suchen für mich passenden Ort. Vielleicht hoffe ich auch einen wirklich gleichgesinnten Menschen, wo ich ein bisschen offener, so wie ich bin, einfach leben kann. Also in EPV komme ich nicht mehr zurück. Aus dem einen Grund, wo ich mir den Zutritt verboten wurde, kann ich ja nicht. Aus dem zweiten Grund, die davor schon mir in Überlegung gekommen war, dass die Lebenshaltungskosten dort, ist mir schon aufgefallen, dass für mich ist auch nicht interessant dort. Also die zwei Gründe sind da, dass ich den EPV nicht mehr möchte. Aber in Paraguay werde ich bleiben und suche einen entsprechenden Ort für mich passend, ja.